Hallo, mein Name ist Susanne Roland. Ich bin Bildungsreferentin in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Das heißt, ich mache dort Führungen, Workshops, Projekttage. Heute sind wir hier an einem Ort, der so ein bisschen abseits vom Stammlager liegt, den man auch in den normalen Programmen, wenn man nicht so richtig unterkriegt, nicht so ohne Weiteres. Wir sind hier 3 Kilometer weg vom Stammlager, an einem Ort mit dem Namen Gedenkort Klinkerwerk. Gedenkort also heute, Klinkerwerk damals. Klinker kennt ihr vielleicht als Begriff, das sind besonders hochwertige Ziegelsteine eigentlich. Sowas sollte hier produziert werden von Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen. Das hat so ökonomisch nie funktioniert, aber das war die ursprüngliche Idee. Für die Häftlinge aber hieß das, dass die hier besonders dramatische Arbeitsbedingungen vorgefunden haben. So dramatisch, dass es hier der Ort war mit der höchsten Sterblichkeit, wenn man sich die verschiedenen Orte von Zwangsarbeitseinsatz für Sachsenhausen anschaut. Ein Beispiel wäre das riesige Hafenbecken, was man hier hinter mir sieht. Das war auszuheben von den Häftlingen, um die Anbindung herzustellen zum Kanal, der Oranienburg mit Berlin verbindet. Da sollten die Steine verschifft werden. Und das Hafenbecken war auszuheben mit primitivsten Mitteln, fast ohne Werkzeug. Also richtig drastische Bedingungen, die hier vor Ort die Häftlinge vorgefunden haben. Ja, für Orte, wo wenig an Spuren übrig ist es immer besonders wichtig, dass man Zeugnisse der Leute hat, die betroffen gewesen sind. Ein Beispiel wäre hier eine Zeichnung von Stefan Horski. Stefan Horski war polnischer Häftling im KZ Sachsenhausen 1940 bis 1945. Die Zeichnung, die wir hier sehen, die wird auch benutzt in Studientagen und Workshops, die wir hier in Sachsenhausen in der Gedenkstätte anbieten. Wenn man das Bild dann vorzeigt, da ist immer die Interpretation sehr eindeutig, finde ich fast erstaunlich, aber alle sind sich einig, dass man auf dem Bild genau das sieht, was man für ein Konzentrationslager erwartet. Es gibt jemanden, der als Aufseher fungiert, spätestens am hämischen Grinsen zu erkennen, ansonsten daran, dass er eine andere Art von Uniform trägt. Es gibt jemanden, der hier im Vordergrund liegt und da ist immer klar, wenn der liegt, dann muss er tot sein. Und dann gibt es in der Mitte vom Bild Leute, die schaufeln und dann ist immer die Assoziation, wenn hier jemand gestorben ist, dann muss dort sein Grab geschaufelt werden. Wir können für ihn gar nicht sagen, ob er verstorben ist oder ob er verunfallt ist, ob er aus Schwäche zusammengebrochen ist. Was man aber sagen kann, ist, falls er im Sterben liegen sollte, falls er verunfallt sein sollte, geholfen werden durfte jeweils erst am Ende der Schicht. Das heißt, die Brutalität, die hier mit drin steckt, zum einen, die Umstände sind so, dass Leute zusammenbrechen, dass Leute versterben. Es geht um 3 bis 4 Tote pro Tag, jeden Tag über viele Jahre. Und die Leute, die zum Arbeitseinsatz aber noch in der Lage sind, die arbeiten weiter. Und die arbeiten auch weiter, während daneben Menschen möglicherweise zu Tode kommen oder in dem Sinne auch zu Tode gekommen sind immer wieder. Wenn Leute verstorben sind, sind die mit zurückgenommen worden ins Stammlager und dann dort am Ende eingeäschert worden. Wenn ich Jugendliche in Workshops frage, ob sie eine Idee haben, warum ich denn nun gerade so eine Zeichnung für den Anfang mitbringe und nicht eine Fotografie, gibt es ja hier in dem Ort auch verschiedene Fotografien, dann ist denen aber schon immer klar, woran das liegt, weil nämlich man sich ja fragen kann: „Wer hätte denn Fotos machen können? Wer hat denn Fotos gemacht, wenn es welche gibt?“ Das ist eine ganz andere Perspektive. Leute, die hier die Macht hatten, haben eine ganz andere Art und Weise, die Situation zu zeichnen, als Leute, die selber betroffen gewesen sind.